Was kann ich selbst tun für ein gesundes Leben? Wie lässt sich Typ-2-Diabetes verhindern? Im DIAB-Info-Podcast geben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Tipps direkt aus der Forschung. Fundiert und praktisch. Heute geht es um die Frage: Körperfett ist nicht gleich Körperfett. Das eine ist recht harmlos, das andere erhöht das Diabetesrisiko drastisch. Wie erkenne ich schädliches Fett? Darüber spreche ich mit Professor Andreas Fritsche, der als Arzt am Uniklinikum Tübingen Patienten mit Diabetes behandelt. Außerdem erforscht er als Wissenschaftler Strategien, um die Zunahme von Diabetes einzudämmen. Das Gespräch führen wir in seinem Büro. Mein Name ist Franziska Dräger, ich bin Wissenschaftsjournalistin bei diabinfo.de. Herr Professor Fritsche, welche Art von Fett interessiert Sie persönlich denn am meisten? Mich interessiert das Fett, was für Diabetes mitverantwortlich ist. Und das sind Fettdepots, Fettansammlungen in Organen, wo es eigentlich nicht so hingehört. Also Fettspeicherung in der Leber, Fettspeicherung in der Bauchspeicheldrüse. Das ist ungesund und diese Fettansammlungen, die sollte man behandeln und vermeiden. Ein weiterer Speicherort von Fett ist um die inneren Organe herum im Bauch, das viszerale Fett, das innere Bauchfett. Und das ist auch stark mit Diabetes, aber auch mit Diabetesfolgeerkrankungen assoziiert. Und auch das müssen wir versuchen zu behandeln und zu reduzieren, wenn wir Diabetes verhindern oder behandeln wollen. Wie finde ich denn jetzt raus, welche Art von Fett ich vor allem im Körper habe? In wissenschaftlichen Studien benutzen wir die Kernspintechnik. Das ist relativ teuer, aber sehr, sehr genau. Man kann von Kopf bis Fuß jedes Fettdepot genau ausmessen in Litern und in Prozent. Es ist aber nichts, was der Hausarzt machen kann. Und deshalb kann man schon den Menschen einfach angucken, durch die Körperform schauen, durch die Hüft- und Taillenrelation schauen und auch durch die körperliche Untersuchung. Wenn jemand eben einen Bauch hat, dann ist immer die Frage, ist das Fett jetzt im Bauch drin oder ist das Fett unter der Haut? Das kann ich ganz einfach durch Tasten finden, wenn ich also solche Hautfalten bilden kann. Und wenn das am Bauch etwas schwabbelig ist, dann ist es eher subkutanes Fett, was gar nicht so problematisch ist. Wenn der Bauch prall gespannt ist, ähnlich wie bei einer schwangeren Frau, und wenn ich mit dem Zeigefinger da reinpiekse und es ist wirklich eine pralle Spannung, dann ist das eher eben ein Anzeichen dafür, dass das Fett im Bauch drin um die inneren Organe sich ansammelt. Man kann dann bei so einem prall gespannten Bauch auch oft keine Hautfalten bilden. Weiterhin kann ich sehen, ob zum Beispiel viel Fett an den Oberschenkeln ist. Wenn die Oberschenkel und das Gesäß mit viel Fett behaftet sind, dann ist es eher ein günstiges Zeichen. Und wenn die Oberschenkel ganz schlank sind und ganz muskulös, insbesondere bei Frauen, dann kann das sogar eher ein Warnzeichen sein, dass der Stoffwechsel hier in Richtung Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankung geht. Was ist denn jetzt das Gefährliche an dem Fett um die Organe und in den Organen? Diese Fettgewebe, die funktionieren als große endokrine Drüsen, die stellen ganz viele Stoffe her, Signalmoleküle, und die verursachen dann zum Beispiel in bestimmten Gefäßen Gefäßverengungen. Wir denken eben auch, dass bestimmte Fettansammlungen im Bereich der Niere, am Nierenhilus, die Niere schädigen können, dass eben Fettansammlungen in der Leber die Leber schädigen können. Das kann dazu führen, dass die Leber fibrosiert und im schlimmsten Fall sogar Leberkrebs entstehen kann. Und dass Fettansammlungen in der Bauchspeicheldrüse die Bauchspeicheldrüse schädigen können und bei manchen Menschen zu einer Insulinproduktionsstörung, also zum Diabetes führen können. Also es kommt auf die Kompartimente, also die Orte, wo das Fett angelagert wird, kommt es drauf an. Und eine Theorie ist eben auch, wenn um Blutgefäße herum sehr viel Fett sich anlagert, dann dient es manchmal dazu, die Blutgefäße ein bisschen abzufedern. Aber es könnte auch sein, dass dieses Fettgewebe mit der Gefäßinnenwand spricht und da eine Entzündungsreaktion auslöst und so dazu beiträgt, dass die Gefäße Arteriosklerose bekommen, also eine Gefäßverengung.
Wenn Sie jetzt so eine Risikoskala aufstellen müssen, was wäre quasi das schädlichste Fett und was ist das harmloseste Fett? Harmlos ist das subkutane Fett. Da gibt es auch eine schöne Studie dazu. Da hat man subkutanes Fett abgesaugt. Das kann man ja mit solchen Saugapparaten. Und das hat bei den Menschen, wo man das gemacht hat, überhaupt nichts gebracht auf den Stoffwechsel. Der Stoffwechsel war vorher und nachher komplett gleich. Also das subkutane Fett schadet überhaupt nichts, ist vielleicht sogar günstig, weil es eben zu viele Kalorien da unter der Haut verpackt und da können sie ruhig liegen und stören niemand. Vielleicht nur kosmetisch, aber auf jeden Fall stoffwechselmäßig stören die nicht. Und das schädliche Fett, das ist ganz eindeutig das innere Bauchfett und das Leberfett und das Fett im Pankreas. Also die 3 Kompartimente, die sind schädlich und die sollten wir reduzieren, wenn wir den Diabetes vermeiden oder behandeln wollen. Wie kann man denn jetzt besonders schädliches Fett vermeiden oder abbauen? Da nehme ich immer diesen Begriff qualifiziertes Abnehmen. Also wenn wir abnehmen in großem Stress und großer Anstrengung, ein Beispiel ist die Nulldiät oder solche Trinkkuren, dann ist es schwierig, diese schlimmen Fettdepots, also in Leber und um die inneren Organe abzubauen. Solche Radikalkuren, da verliert man zuerst mal Wasser und dann geht das Subkutane, also das Unterhautfettgewebe zurück. Das sieht man dann auch, dass die Haut nicht mehr so schön straff ist, sondern eher ein bisschen schlaffer. Das ist aber ja nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen qualifiziertes innere Fett wegkriegen und das geht nur durch Umwandlung des Lebensstils. Und da gehört eben sowohl die Kalorienreduktion als auch die körperliche Bewegung dazu. Und wenn wir da schaffen, über eine längere Zeit qualifiziert 5-10% unseres Körpergewichts abzunehmen, dann passiert es eben auch innen drin im Bauch, da wo es passieren soll und nicht im Subkutangewebe, im Unterhautfettgewebe. Das heißt jetzt so als Fazit, wenn ich versuchen möchte, besonders schädliches Fett abzunehmen, dann soll ich mich mehr bewegen und über längere Zeit etwas weniger Kalorien zu mir nehmen, als ich verbrauche am Tag. So können Sie das zusammenfassen, ja. Ist es denn so, dass man das noch irgendwie überprüfen kann, jetzt jenseits des Kernspintomographen? Man kann solche Body-Impedanz-Messungen durchführen, da wird aber das Gesamtkörperfett leider nur gemessen und sehr schlecht die einzelnen Fettkompartimente. Aber man kann natürlich anhand von Blutparametern sehen, ob die Gewichtsabnahme auch dem Stoffwechsel gut getan hat, ob eben der Blutzucker besser wird, ob die Leberparameter besser werden, ob die Fettparameter im Blut besser werden und ob die Entzündungsparameter zurückgehen. Das sind schon Dinge, die der Arzt nachweisen kann. Wissen Sie eigentlich persönlich, ob Sie gesundheitsschädliches Fett in sich drin haben? Ich habe so eine Kernspinnuntersuchung noch nicht gemacht. Ich weiß also persönlich nicht meinen Leberfettgehalt. Das Fazit. Kann man Speckröllchen zwischen den Fingern bilden, ist es eher harmloses Fett. Auch Fett an den Oberschenkeln und an der Hüfte ist meist nicht schlimm. Fettansammlungen in Organen jedoch, wie zum Beispiel der Leber, sind besonders schädlich für unsere Gesundheit. Auch das Fett, das die Organe außen umgibt, gilt es zu bekämpfen. Bewegung hilft uns dabei. Sie wollen wissen, wie Sie Stressessen vermeiden können oder ob Sport tatsächlich nötig ist, um abzunehmen? Dann hören Sie doch unsere weiteren Folgen auf www.diabinfo.de.